Zwei Freunde, ein fast 40 Jahre altes Auto und eine Reise ins Unbekannte. Mit nur 50 PS und einem unerschütterlichen Geist brechen sie auf in ein Abenteuer voller Herausforderungen. Das Ding ist halt auch für Offroad gemacht, ne? 4500 Kilometer durch atemberaubende Landschaften von Deutschland bis nach Griechenland. 2 Wochen voller Freundschaft, Freiheit und Pannen. Wunderschöner Ausblick, außer im Motor, weil da hat es gerade wir hatten eben gerade ein paar Probleme mit dem Sprit. Ja gut. Ich glaube, das sollte nicht so sein, oder? Buschratgeber präsentiert die Wartburg-Tour. Mit dem Wartburg durch den Balkan. 2. Teil. Tag 10 unserer Reise ist angebrochen und heute geht es nach Albanien. Also wir sind jetzt in Albanien. Jetzt ist der Plan Richtung Westen an die Küste von Albanien. Dafür fahren wir teilweise auch ein bisschen durch Griechenland, weil in Albanien irgendwie teilweise die eine Straße nicht über so ein Gebirge führt, also über den Pass führt einfach keine Straße, deswegen fahren wir durch Griechenland nochmal. Die Bremsen werden sehr, sehr dolle leicht. Wunderschöner Blick. Gibt es hier auf einen losen Stoßdämpfer. Ich hoffe, man sieht es irgendwie. Ja. Naja. Ich denke mal nicht, dass es an diesen herausragenden Straßenverhältnissen liegt. Ja. Wir haben nur eine Packung gekauft, das kann ich für eine. Wir machen jetzt wieder fest. Ich hoffe mal, dass das schnell geht. Wenn nicht, ja, Arsch lecken. Ich denke mal, der Stein sollte reichen. Soll ich unter beiden oder nur unter einen? So, das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich das da drunter gelegt habe. Dicker. Oh, das ist ziemlich gut. Ich glaube, das sollte nicht so sein, oder? Denkst du, die Kugel ist kaputt? Gucken, ob das drüben auch so ist. Wenn es drüben auch ist, ist es okay. Ich glaube, es ist wirklich so. Ich habe hier dieses Ding vom Kugelgelenk. Das ist eigentlich nur von unten verpresst, glauben wir, und das hat es halt hier beschädigt. Ich werde das jetzt wieder gerade klopfen und dann werden wir das wieder einbauen. Also diese Hülle, die ist da irgendwie eigentlich so eingepresst oder so. Ja, die ist da rausgedrückt worden und ja, die geht da jetzt halt nicht mehr rein, damit jetzt kein Dreck da an das Kugelgelenk kommt. Machen wir da jetzt ein bisschen Folie mit Panzerband drüber, denn ja, auf unseren Touren geht nichts ohne Panzerband. Ja, der Stoßdämpfer ist wieder drin. Was damit jetzt ist, keine Ahnung, man kriegt das halt nicht wieder rein, aber ich meine, wir wollen jetzt halt auch nicht stehen bleiben hier für immer. Deswegen, ja, machen wir das jetzt erstmal so halbwegs staubdicht bzw. dreckdicht und deswegen schauen wir mal, wie es wird. Das zerstörte Traggelenk scheint auf den ersten Blick problematisch. Wir kommen jedoch zu der Erkenntnis, dass dieser Schaden schon seit Serbien da sein muss und auch der unbekannte Grund für die Verstellung der Lenkung war.
aufgrund der Kurven hat das Ganze gerade schon Simson-Tour-Charakter. Aber die Straße ist aktuell sehr okay. Und die Karre hat Kraft, also die könnte hier auch wesentlich schneller hochfahren, wenn man nicht alle 2 Sekunden eine 90 bis 180 Grad Kurve hätte. So. Heizung läuft, Kühler läuft. Wir fahren bergauf, Motor wird warm, wir fahren bergab, Bremsen werden warm und das immer im Wechsel. Also, wir sind jetzt sehr, sehr lange durch albanische Berge gefahren. Jetzt gibt es eine Veränderung. Jetzt fahren wir gleich durch griechische Berge. Dann da wieder rechts. Auf jeden Fall ja, richtig entspannt. Auf der albanischen Seite jetzt die Grenzkontrolle. So, dieses Bier muss jetzt in das andere Auto, weil jemand hat ziemlich großen Durst. Wir gucken jetzt, ob wir eine lange Gerade finden und dann ja, hoffen wir mal, dass wir das Bier überreicht kriegen. Wir passieren heute zum 3. Mal die albanische Grenze. Das scheint den Grenzern jedoch verdächtig zu sein und so kommt es zu einer vollständigen Durchsuchung unseres Wartburgs. Mit ein bisschen Glück habt ihr gerade was davon gesehen. Wir hatten gerade einen netten Zusammenstoß mit... Zusammenstoß ist übertrieben. Nein, wir hatten gerade... Da. Bevor ich unterbrochen wurde, wollte ich sagen, dass wir von den Grenzkontrolleuren einmal auseinandergenommen wurden. Die haben natürlich nicht gefunden unsere Pakete. Und jetzt sind wir wieder in Albanien. Ja, mehr ist eigentlich auch nicht passiert. Von der Grenze sind es noch knapp 40 Kilometer zu unserem Tagesziel, der Küstenstadt Saranda. Durch die kurvenreiche Streckenführung und die Verzögerung an der Grenze haben wir heute nur knapp 200 Kilometer geschafft. Tag 11 ist angebrochen und wir verlassen unseren wirklich schönen Campingplatz, um zum Baden ans Meer zu fahren. Bereit?
Und da ist es schon wieder passiert. Erst ein komisch schleifendes Geräusch und dann eine aufblinkende Ladekontrollleuchte und eine rote Temperaturanzeige. Der ist halt wieder runtergehüpft. Das bringt ja auch gar nichts. Das ist halt zu lidiert. Ja, nee, müssen mal gucken, dass wir einfach irgendwo hier jetzt eine Werkstatt finden, die halt Keilriemen hat. Ab auf die Suche. Da wir nur einen Keilriemen als Ersatz mitgenommen hatten, müssen wir uns nun nach einem neuen umsehen. Und zum Glück werden wir in einer nahegelegenen Werkstatt fündig. Hoffen wir mal, dass dieser Keilriemen ein bisschen länger hält. Das ist ja fast so wie mit den Mänteln auf der letzten Tour. Aber wenigstens haben das die Leute hier. Wow, Digga! Yo! Wie schnell ging das denn? Alter! Er hatte die Hupe gefühlt schon bei Rot gedrückt, Digga! Was für... Wir lassen diesen wunderschönen, wenn auch kilometerarmen Tag mit einem albanischen Abendessen ausklingen. Mit knapp 100 Kilometern war das die kürzeste Etappe auf unserer Tour. Es ist mittlerweile Tag 12 unserer Reise und wir haben beschlossen, heute mal zwei unterschiedliche Dinge zu unternehmen. Clara und Lena fahren reiten und wir Jungs wollen wandern. Natürlich kommt aber mal wieder alles anders als geplant. Da stand ist nicht Einfahrt verboten. Ja, da drüben irgendwie militärisches Gebiet ist und das Google Maps da durchschicken wollte, fahren wir mal wieder eine Abkürzung. Ja. Digga, es stinkt wirklich so bodenlos. Ich könnte die auch hochheben. Die will sicherlich im Schatten chillen. Yeah, boy! Immer zu Hause? Ja, ach so, hier geht's weiter. Ich vergaß. Hier, nimm mal die Kamera. Okay, mach ich beim nächsten Mal. Lena braucht sich gar keine Sorgen, um den Klippenweg springen zu machen. Wir verrecken schon Wir vorher. verdursten oder sterben an irgendwas anderem vorher. Wir hatten eigentlich vor, zu einer Bucht in einem Nationalpark zu wandern. Allerdings hatten wir nur 5 Liter Wasser dabei und diese nach einer Stunde fast aufgebraucht. Als uns dann noch andere Wanderer berichteten, dass sie zu zweit mit mehr Wasser fast verdurstet wären, haben wir uns für den Rückzug entschieden. Und die Mädels haben erfahren, dass es den Reiterhof, den sie besuchen wollten, wohl auch nicht mehr gibt. Das Ding ist halt auch für Offroad gemacht, ne?
Das Ziel des heutigen Tages ist der Vodea-Stausee. Der See existiert seit den 1970er Jahren, ist bis heute jedoch touristisch kaum erschlossen. Dafür aber umso schöner. Die Zufahrt zu dem kleinen Campingplatz, den wir uns rausgesucht haben, ist auf jeden Fall abenteuerlich. An diesem Morgen werden wir von ein paar besonderen Gästen geweckt. Naja, dass alle geweckt wurden, stimmt so nicht ganz. Mich hat gestern Abend ein Magen-Darm-Virus erwischt und ich habe die ganze Nacht damit verbracht, mich alle halbe Stunde zu übergeben. Jetzt stehen wir aber erstmal einer anderen Herausforderung gegenüber. Wir müssen die Straße, über die wir gestern hergefahren sind, irgendwie wieder nach oben kommen. Weit gekommen sind wir auch heute nicht. Die sehr schöne, aber auch kurvige Küstenstraße zieht den Schnitt doch sehr stark runter. Dafür gab es heute allerdings keine einzige Panne. 2 Wochen sind wir jetzt auf Achse und wir haben nicht mehr so viel Zeit, um nach Hause zu kommen. Deswegen wollen wir heute endlich mal wieder ein paar mehr Kilometer machen. Das Ziel des Tages ist Split. Ja. Endlich ist es mal wieder soweit. Unter Last schaffen wir gerade so 60 km/h und das natürlich auf der kroatischen Autobahn bei 40 Grad ohne Schatten weit und breit. Zum Glück ist es nur ein Spritproblem. Der zweite Filter ist jetzt auch zu. Mit Bremsenreiniger aber kein Problem und so ist auch diese Panne schnell behoben. Ja gut, das war es dann auch damit.
ganz entspannt erstmal die scheiß Kamera weggeflogen. Naja, aber die Linse sieht noch gut aus. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass die Kamera auf dem Dach nicht hält. Und eins noch, ich bin da gerade lang gelaufen und da kamen die ganze Zeit Autos. Und bis die nächstgrößere Lücke kam, sind 2 Autos wirklich 2 Zentimeter daran vorbeigefahren. Ich habe mir so eingekackt, oh mein Gott, es wäre alles für den Arsch gewesen. In Split angekommen regnet es Asche vom Himmel und zusätzlich sind die Campingplatzpreise extrem teuer. So, also wir fahren jetzt doch weiter. Eigentlich wollten wir ja in Split übernachten, aber da ist kein Zeltplatz, der nicht gottlos teuer ist. Und deswegen ja, fahren wir jetzt noch mal eine Stunde. Ich glaube, es war dringend notwendig, dass wir getankt haben. Wofür habt ihr das benutzt? Knapp 400 Kilometer sind wir heute gefahren und bis auf einen verstopften Spritfilter ist nichts passiert. Gerade 80 wegen irgendeiner Baustelle oder so. Ich fahre 110. Jetzt gucken wir kurz nach links. In diesem Land scheißt wirklich jeder auf alles. Yeah, die Straße ist so breit wie das Auto. Wenn da jetzt das Auto kommt, sind wir einfach tot. So. Das wäre funny. Auch heute sind wir wieder pannenfrei durchgekommen und haben dabei 320 Kilometer gemacht.
Damit liegen mittlerweile knapp 3500 Kilometer hinter uns. Das heutige Ziel ist der Ort Sveta Marina auf Istrien. Ein wirklich beeindruckend schöner Ort. Also wir sitzen nur noch zu zweit in der Karre. Warum sitzen wir noch zu zweit in der Karre? Weil vor 4 Tagen habe ich mir die ganze Zeit eingekotzt und Dünnschiss gehabt. Dann hatte vor 2 Tagen Lena sich eingekotzt und Dünnschiss gehabt. Bis gestern. Und jetzt hat Paul kackt sich ein die ganze Zeit und kotzt. Und jetzt kann da drüben halt keiner mehr fahren und der einzige eingetragene Fahrer noch ist Ron. Das heißt, Ron muss jetzt 2 kotzende und sich einscheißende Leute umherfahren. Und wir warten darauf, dass die anderen auch noch angesteckt werden. Moin Meister! Wir sorgen dafür, dass ganz viele Leute an der Grenze Spaß haben. Ja, Mann. Da geht das Fenster hoch. Wir können uns einfach vorbeilassen, dann sind die das Leid los. So. Das ist einfach, ja, selbstgewähltes Leid von denen. Oh, baby girl. Moment, Autobahn fahren, ruckeln, Leistung weg. Mal wieder Spritfilter dazu wahrscheinlich. Spritfilter säubern bringt leider nichts. Und da es schon echt spät ist, bauen wir unser Nachtlager auf. Es ist 1 Uhr nachts. Der Wartburg macht ein bisschen Probleme. Viel mehr Probleme ist, dass wir schlafen müssen, weil wir am Arsch sind. Deswegen schlafen wir jetzt. Wir rattensicher im Himmel und die anderen nicht rattensicher auf dem Boden. Mit 650 Kilometern war das auf jeden Fall die längste Etappe der Tour. Es ist 9 Uhr morgens. und wir haben diese 2 Sachen rausgeholt. Das heißt, ihr wisst, was jetzt kommt. Unterbrecher ist im Arsch. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, eine mechanische Zündung zu bauen, wirklich einfach so ein Schmutz. Der hat nicht genug Abstand, oder? Ja, unser Auspuff hängt anscheinend auch an. Nicht mehr so viel Schraube. Irgendwas stimmt da mechanisch nicht. Guck mal, ich kann den aufmachen. Also normaler Unterbrecher. Du machst ihn auf. Ja, geh wieder zu. Der Unterbrecher. Nö. Vielleicht ist die Feder im Arsch von dem Ding. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber normalerweise bleibt der nicht offen. Normalerweise ist der offen. Und wenn man hier keinen Widerstand gibt, schließt der. Macht der hier nicht. Das ist jetzt das
dritte Mal, dass wir einen Unterbrecher machen und wir wissen immer noch nicht, wie man das macht. Wir vergessen immer, welche Werte wir brauchen. 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 8 jetzt. Mal zurück. Ja. Wie immer dauert es ein wenig, bis der Unterbrecher wieder eingestellt ist. Außerdem trennen wir uns von unseren Reisebegleitern, die ab hier in eine andere Richtung fahren. Alter, wirklich. Ganze Karre zugemüllt. Irgendwelche dummen Veggie-Nuggets, ein dummes Weißbrot, ein Tisch. Was soll das? Schlapp mal auf dem Dach. Wirklich, alles zugemüllt. Ich habe gar keinen Platz mehr hier zum Schlafen. Was soll das für eine beschissene Fahrt werden, wenn ich nicht schlafen kann? Oh, Mann, bitte. Oh. Jetzt muss ich auch noch mich mit den beiden unterhalten. Da habe ich überhaupt keine Lust dazu. Musst du nicht. Nee. Ja, das Werde ich auch nicht. Bitte, jetzt. Abfahrt zur nächsten Tanke. Eigentlich wollten wir nur einen kurzen Stopp in Erlangen machen. Doch nach dem Abfahren von der Autobahn lässt sich der Schalthebel nicht mehr bewegen. Und es kommt noch schlimmer. Geht er jetzt nicht mehr rein oder wie? Ja. Muss man dazu vermutlich abschrauben, oder? Brauchen wir irgendwas, um das sauber zu machen. Ein bisschen. Wahrscheinlich ist es irgendwie dieser Gummiring. Der hält halt so eine Buchse, glauben wir. Jetzt gucken wir einfach, dass wir da was finden. Und dann lassen wir uns was einfallen mit genug Panzertape, wird das schon wieder funktionieren. Hier ist das Panzertape, was gebraucht wird, um die Schaltung zu reparieren. Klingt irgendwie krimineller, als es ist. Es ist kriminell. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass wir nicht schalten können. So. Ja. Es ist eigentlich Wir müssen viel gefährlicher, dass wir ein kaputtes Radlager vorne links Das ist ja haben. nicht kaputt. Aber Radlager ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Ich bin auch schon mit kaputtem Radlager Motorrad gefahren. Na und? Hat funktioniert. So halbwegs. Bis dann die Kette runtergehüpft ist jedes Mal. Mit unserer provisorischen Buchse geht es weiter. Tatsächlich hat diese improvisierte Lösung das Schalterlebnis um Welten verbessert. Also die haben gerade gesagt, dass das vordere linke Rad ein bisschen schlägt. Ich denke nicht. Das ist vielleicht so viel das Spiel, aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Herrgott. So viel, das was zwischen meine Finger passt, das ist nichts. Herrgott, wir können uns das jetzt gleich nochmal anschauen, aber ich denke, das kann man die restlichen 15 Kilometer auch noch ignorieren. Da es jetzt nur noch wenige Kilometer bis nach Eisenach sind, entscheiden wir uns, das Schlagen zu ignorieren. Und damit geht eine weitere Reise zu Ende. Auch diese Tour hat sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, euch hat es gefallen. Falls ihr noch mehr von uns sehen wollt, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen, denn eine nächste Tour wird es auf jeden Fall geben. Was ist dein Fazit von dieser Tour?